Jetzt einige Punkte zu der freien Marktwirtschaft, in der wir leben. Jeder BWL- und VWL- und Managementstudiengang ist darauf aufgebaut und auch der gesamte Wirtschaftsmarkt mit allen Unternehmen. Unser heutiges kapitalistisches Wirtschaftssystem ist in Angebot und Nachfrage aufgebaut. Das erklärt jetzt kurz Bernd Senf. Nämlich durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Ich mache das hier mal ganz kurz und schnell. Dieses Bild kennt wahrscheinlich jeder. Hier ist der Preis und hier ist die Menge. Und dann fragt man, wenn der Preis steigt, wie ändert sich dann die Nachfrage mengenmäßig nach einem Produkt? Und dann geht das häufig in die Richtung, die Nachfrage wird bei steigendem Preis mengenmäßig geringer. Und bei sinkendem Preis wird sie mengenmäßig größer. Daraus kommt sowas. Und beim Angebot, nämlich von Seiten der Unternehmen, der Produzenten, verhält es sich vielfach genau umgekehrt. Nämlich bei steigendem Preis haben die größeres Interesse, etwas anzubieten. Und bei sinkendem Preis geht das Interesse zurück und damit auch das Angebot. Ja, das ist dann dieses Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Und nun könnte man natürlich irgendwo einen Preis hier festsetzen, zum Beispiel den, und sagen, ja, der darf nicht tiefer kommen, aber das hieße ja, dass dabei nur so viel nachgefragt wird und so viel angeboten wird. Und deswegen hat der Adam Smith dafür plädiert, da nicht zu intervenieren, nicht einzugreifen, sondern das dem Zusammentreffen der Marktteilnehmer und ihrer Entscheidungen zu überlassen. Also wenn die hier zu dem hohen Preis so viel anbieten, aber nur so wenig hier nachgefragt wird, dann bleiben wir darauf sitzen und dann kommt ein weiteres Element dazu der Marktwirtschaft, nämlich es soll jetzt Konkurrenz, Wettbewerb sein, Wettbewerb zwischen den Anbietern. Und wenn dann einige Anbieter meinen, ja dann senken wir mal den Preis, dann kriegen wir unser Zeug mehr los, dann müssen die anderen irgendwo nachziehen und dann käme so nach und nach hier am Markt eine Absenkung des Preises zustande über die Konkurrenz, über den Wettbewerb, bis der Preis hier dieses Niveau annimmt. Und es kann auch mal genau umgekehrt sein. Bei dem niedrigen Preis, nehmen wir mal an, er wäre erstmal festgelegt, durch irgendwelche, damals ja auch feudalstaatlichen Reglementierungen, da wäre dann hohe Nachfrage, ja, weil das so billig ist, aber die Anbieter sind dann wenig geneigt, hier viel zu produzieren und anzubieten. Und was haben die Nachfrager von dem niedrigen Preis, wenn nur so viel angeboten wird? Dann kriegen ja nur wenige etwas und die anderen gucken ins Leere. Also werden die anfangen zu überbieten und sagen, ich würde aber mehr bezahlen. Ja? Und wenn die Preise freigegeben sind, käme durch den Wettbewerb der Nachfrage in dem Fall, käme es dazu, dass dieser Preis in die Höhe ginge. Bis wiederum ein solches Niveau erreicht ist, der Preis mit so einem Querbalken drüber, und das wird genannt Gleichgewichtspreis. Das ist also ein sogenannter freier Markt. Adam Smith, der Autor, nannte es auch unsichtbare Hand des Marktes und das Angebot und die Nachfrage pendeln sich von alleine ein. Das ist einfach ausgedacht, eine unsichtbare Hand, die wird es schon richten. Also ja, wie dieses Prinzip ausgebeutet wird, erklärt jetzt Franz Hörmann. Diese Vorstellung, dass bei einem Überhang der Nachfrage über das Angebot der Preis steigt, ist ja ein reines Ausbeutungsmodell. Das ist Erpressung, aber kein ökonomisches Naturgesetz. Ja? Vollkommen absurd, sich so etwas einreden zu lassen. Ich erzähle da immer in dem Zusammenhang, für die, die es noch nicht gehört haben, die Geschichte, wie ein tüchtiger Kapitalist ein unschuldiges Dorf an einem großen See mit Trinkwasser ausbeuten kann. Ja? Trinkwasser im Überfluss, und der möchte diese kleine Ortschaft ausbeuten. Wie macht er das? Geistig, indem er die Kinder der Elite, ja, in seine Schule führt. Und dort bringt er ihnen bei das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist, ist es gratis. Jeder kann es haben. Ist es knapp, muss man den Preis zahlen. Je knapper, desto höher der Preis. Dann setzt er denen lustige Hütchen auf, ja, schenkt ihnen 3 Buchstaben vor oder nach dem Namen und schickt sie wieder nach Hause. Weil unsere Gesellschaft als Hierarchie, als Pyramide konfiguriert ist, ja, haben wir diesen effischen Nachahmungstrieb, dass immer die sozialen Schichten, ja, sich orientieren am Verhalten der darüberliegenden sozialen Schicht. Das funktioniert also mimetisch, geistige Muster, wie ein Kopierautomat. Ich muss mir immer nur die Kinder der Eliten einfangen bei diesen Pyramiden. Das ganze dumme Verhalten nach der Gehirnwäsche kopiert sich von selber bis auf die Basis hinunter. Übrigens, das wurde uns schon gesagt in dem Märchen der Rattenfänger von Hameln. Ja? Diese Leute haben das schon gewusst und haben das so erklärt. Was heißt das? Naja, am Anfang fühlt sich der Unternehmer gratis seine Wassertanzer an, bis er nichts mehr unterbringt. Dann allerdings, wenn er gefragt wird, sagt er, na, ihr habt das bei mir gelernt, Überschussgut, nicht? Das kann man gratis nehmen, keinem fehlt's. Und dann wird er versuchen, die Einleitungsstelle der Wasserleitung zu verschmutzen, ja? Und zufällig werden ein paar Terroristen die Wasserleitung sprengen. Und so entsteht Knappheit. Überlegt einmal Umweltverschmutzung aus dieser Sichtweise. Dann haben die Menschen gelernt, dass sie bei knappen Gütern bei ihm einen Preis zahlen, um sauberes Wasser zu bekommen.
und er wird weiter verknappen und seine Gewinne dadurch erhöhen. Und alles passiert friedlich und freundschaftlich, alle sind glücklich und werden dabei ausgebeutet. Und das ist das geistige Modell von Angebot und Nachfrage. Und das war beim Wasserkrieg in Cochabamba in Bolivien so und das war in Paris und Berlin genauso. Und das nennt man Privatisierung und das heißt Plünderung. So für Gewinnorientierte Monopole und Oligopole profitieren also ganz einfach bei knappem Angebot. Immer noch so überzeugt von der freien Marktwirtschaft und dem Wettbewerb. Aufwachen! Franz erklärte einem Verfechter der freien Marktwirtschaft, wieso Angebot und Nachfrage nicht funktionieren kann. Unbedingt auch ganz anschauen, dort habt ihr eventuell noch Fragen. Und ich lehne Angebot und Nachfrage ab, weil das ist ein Verknappungsregime. Wer entscheidet denn, was das Angebot und was die Nachfrage ist? Ich kann es Ihnen sagen, heute sind das auf den Märkten die Computerprogramme. Und die Computerprogramme jetzt zum Beispiel für Reis oder für Weizen oder für Mais, die erfassen bei weitem nicht die gesamten Ressourcen auf diesem Planeten, sondern immer nur einen kleinen Teilausschnitt, um den Preis zu erhöhen und damit das Angebot zu verknappen. Ja, und das Ergebnis ist, dass Menschen verhungern, nur weil das, was sie brauchen, nicht auf den Markt kommt. Und warum kommt es nicht auf den Markt? Weil sonst der Preis in den Keller fallen würde, weil wir sowieso von allem zu viel haben. Und diese idiotischen Verknappungsmärkte, die nur den Eigentümern dienen, um ihre Preise hochzuhalten und dafür die Ressourcen, die wir eigentlich hätten, nicht zur Verteilung zuzulassen, das lehne ich komplett ab. Dann gewinnt in der Situation immer der wertloses Geld druckt und die anderen überzeugt, dass sie irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, weil er mit wertlosen Zetteln herumschmeißt. Weitere Grundsätze der freien Marktwirtschaft, die die heutige Wirtschaft voraussetzt, sind zum Beispiel, dass jeder Haushalt, Menschen gibt es gar nicht in dieser sogenannten neoklassischen Theorie, sei sich seiner Bedürfnisse jederzeit voll bewusst. Die gesamten unbewussten Entscheidungen, die den bewussten Entscheidungen zumeist übersteigen, sind komplett außen vor gelassen. Zweitens, jeder Haushalt ist jederzeit über den Nutzen, den die vielen Güter stiften und der Veränderung des Nutzens, wenn die Güterzusammensetzungen sich ändern, voll informiert. Also wer immer noch denkt, dass er durch Zeitung und TV voll und richtig informiert ist, da kann ich jetzt nicht anders als nun auch etwas zu den Massenmedien zu sagen. Ich verlinke jetzt ein Video, um zu zeigen, dass die Chefredakteure deutscher Zeitungen sehr eng mit der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten. Denn Kriege lenken von dem kapitalistischen System ab, sie kreieren zunächst Wirtschaftswachstum und können nach einem Ausbruch, wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, die exponentielle Kurve wieder von vorn beginnen lassen. Aber willst du das? Die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschwemmt. Naja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Ne? Die lassen sich ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht. Bitte? Kennen Sie folgende Organisationen? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, the German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das Espen-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Skialeihen. Oh Gott, jetzt. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Okay, also, wir sagen mal so, all diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht? Mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier in diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swingerclubs. Toll! Ja. Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit und der Nonnenmacher von der FAZ, der Auslandschef der FAZ, der Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ne? Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Oh, ui. Das ist aber ein ganz schön dichtes Netzwerk, sagen Sie mal. Ja. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen? Jede Linie, ja. Naja gut, die sind dann nur da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht. Die sind da Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joffe ist aber viel unterwegs, was? Hat der überhaupt noch Zeit? Hat der überhaupt noch Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint? Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen. Ja, aber das ist ein unabhängiger Journalist. Dann führt das nicht zu Interessenkonflikten. Nein, Interessenkonflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt.
Ah, was ist das da eigentlich? Bundesakademie für Sicherheitspolitik klingt ein bisschen wie ein literarischer Salon mit Handfeuerwaffen. Ja, ungefähr. Also es gehört dem Bund, ja, und soll ein umfassendes Verständnis schaffen für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ah, und der Cornelius und der Frankenberger, die sind voller Verständnis? Die sind voller Verständnis. Die sitzen ja auch im Beirat von der Bundesakademie und müssen laut Satzung dann auch die Bundesregierung beraten. Moment mal, dieselbe Bundesregierung, die Sie als Journalisten kritisieren müssen? Ja, es gibt nur die eine. Gut, dass die Bild da nicht mitmacht, was? Ja. So, hier, Kai Dickmann von der Bild-Zeitung ist was? natürlich... Was ist das, Taliban oder Vielmann? Nein, der sitzt natürlich hier im Vorstand von der Atlantikbrücke. Also, wer ist das denn da Oh, das ist schön, das ist Jochen Bittner von der Zeit. Kenn ich nicht, mag ich nicht. Oh, komm, jetzt, hier. Sie wissen noch die Rede vom Gauck bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Oh, ja, oh Gott, mehr Bundeswehreinsätze im Ausland. Ja, die ist vorbereitet worden von einem transatlantischen Think Tank, German Marshall Fund of the United States. Und da war zufällig jemand dabei, Jochen Bittner von der Zeit. Ja, Moment, aber er wird doch genügend Anstand besessen haben, sein Schreiben für Gauck zu trennen von seinem Schreiben für die Zeit. Das wäre schön. Nee, er hat, nachdem Gauck seine Rede gehalten hat, positiv über Gaucks Rede berichtet in der Zeit. Moment mal, ein Journalist der Zeit arbeitet an einem Strategiepapier mit, das die Außenpolitik Deutschlands neu ausrichtet und schreibt dann hinterher wohlwollend über diese Strategie. Ja, vergisst dabei leider nur zu erwähnen, dass er an der Strategie selber mitgebastelt hat. Sagen Sie mal, ist das denn nicht verboten? Ja. Ach, sehr schön. Aber nicht bei uns. In der New York Times zum Beispiel, da dürften Sie als Journalist sowas gar nicht. Ja, und bei uns? Da heißt das Qualitätsjournalismus. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Oh, das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Aber Sie haben es schön gesagt. Ja. Weitere Netzwerke von Chefjournalisten mit Konzernen könnt ihr folgender Grafik entnehmen und in der Studie nachlesen. Auch in geheimen Bilderberger Treffen sprechen sich Politiker mit Konzerninhabern und Journalisten ab. Da die Verbandelheiten so eng sind, treten immer mehr Journalisten den Massenmedien aus und oder wenden sich an die Öffentlichkeit. Selbst ein Journalist der Sendung ZAP, die Sendung gilt als sehr kritisch, hat öffentlich Zensur kritisiert. Ich habe auch mal einen Beitrag gemacht, wo ich sehr kritisch über die Öffentlich-Rechtlichen auch berichtet habe, dass sie Fake-TV-News, also PR-Material in ihre Beiträge hineinnehmen. Das habe ich 2-3 Jahre angeboten, auch ZAP, Frontal 21, diversen Medien. Und ich hatte alles dokumentiert. Ich habe Recherchen gemacht, es lag alles vor, dass Fake-TV-News sehr breit in deutschen TV-Programmen laufen, vor allen Dingen in den privaten, aber auch in den öffentlich-rechtlichen. Dieses Thema wurde nicht übernommen. Beim Frontal 21 habe ich vom Intendanten dann, weil Medienthemen laufen über die Intendanz, also wenn die öffentlich-rechtlichen betroffen sind, muss der Intendant das genehmigen. Es ging also rauf und man kriegte die Antwort, ich habe es über die Produktionsfirma bekommen, mündlich. Da werden wir selber kritisiert, ZDF, also machen wir das Thema nicht. Bei ZAP, die ja durchaus kritisch sind, habe ich 2-3 Jahre gewartet, dann gab es einen Redaktionsleiterwechsel, dann habe ich nochmal nachgehakt und dann haben wir das Thema gemacht, redaktionell abgenommen worden der Beitrag, dann lag er Monate wieder auf Eis, sollte eigentlich schon längst gesendet werden und irgendwann rief mich der Redaktionsleiter von ZAP an und sagte, David, hör mal zu, wir müssen hinten raus den O-Ton von Professor Lilienthal rausnehmen. Er hat den Marienhof-Skandal aufgedeckt und war einer der Kronzeugen oder Kommentierende in meinem Beitrag. Wir müssen ihn rausnehmen, weil das ist zu scharf, er kritisiert doch die öffentlich-rechtlichen Medien. Ja, und dann habe ich dem zugestimmt, weil sonst wäre der Beitrag nicht gelaufen. Also dieser O-Ton ist rausgekommen. Ich denke, die Message ist sowieso rübergekommen in dem Beitrag, aber da sehen Sie, selbst auf so Kleinigkeiten können nicht gesagt werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wer noch Bild-Zeitung oder die Welt liest oder sich über die einseitige Berichterstattung, zum Beispiel auch hinsichtlich des Ukraine-Konflikts, wundert, kann in den Arbeitsverträgen des Springer Verlags, unter dessen Verlag diese Medien laufen, einsehen, dass sich die Mitarbeiter eben auch für die soziale freie Marktwirtschaft aussprechen müssen, ebenso für das transatlantische Bündnis und solidarisch mit der sogenannten freiheitlichen Wertegemeinschaft mit Amerika.
Es ist auch so, dass die US-Regierung selbst ganz aktive Schritte unternimmt. Also ich rede jetzt nur von der Regierung, noch nicht von Geheimdiensten, dazu komme ich gleich. Dass die Regierung, die Ministerien, das Verteidigungsministerium der Amerikaner 27.000 PR-Experten unterhält, die das Image der USA aufpolieren. Und das beklagt die Nachrichtenagentur Associated Press. Ja? Das Pentagon, allein das Pentagon über 27.000 Personen verfügt, die für die Öffentlichkeitsarbeit, PR, Werbung und Rekrutierung zuständig sind. Und um Ihnen mal einen Größenvergleich zu geben, was das bedeutet, das gesamte US-Außenministerium hat nur 3.000 Mitarbeiter mehr als allein die Propagandaabteilung vom Verteidigungsministerium. Das US-Außenministerium hat 30.000 Mitarbeiter. Das Pentagon hat natürlich wesentlich mehr, aber davon sind alleine 27.000 nur dafür da, dass die öffentliche Meinung geprägt wird und gebildet wird und so weiter. Das kostet den Steuerzahler jährlich 4,7 Milliarden $. Die Ausgaben sind seit 2004 um 63% gewachsen. Und wozu die Mittel genau eingesetzt werden, bleibt natürlich geheim. Völlig klar. Verteidigungsetat, da wird nicht drüber geredet. Und ist es denn so, dass auch die Geheimdienste Kontrolle über Medien ausüben? Das ist so. Also darüber brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Das gibt ja auch die CIA selber zu in diesem Paper hier. Das hat Stephen Greer schon vor Jahren veröffentlicht. Ich zeige es aber immer wieder gerne, weil hier nämlich wirklich dieser eine Absatz sagt eigentlich alles. Das Programm der Öffentlichkeitsarbeit, also das Büro für Öffentlichkeitsarbeit, hat jetzt Beziehungen mit Reportern von jeder großen Nachrichtenagentur. Every ist unterstrichen, ja. Zeitungen, Wochenzeitungen, Fernsehnetzwerk in der Nation. Und das hat uns dabei geholfen, hier Geheimdienstversagen in Erfolgsgeschichten umzumünzen. Es ist sogar so, ich meine, dieses Dokument, es ist jetzt schon von 92 oder von 91. Das hält bis heute an. Die CIA macht sich sehr wohl darüber Gedanken, wie sie die öffentliche Meinung steuern können, und zwar auch in Deutschland. Und ich bin mir sicher, dass es in Österreich nicht anders sein wird und in der Schweiz auch nicht. Dieses Dokument hat WikiLeaks zutage gefördert 2011. 2010, glaube ich, ja, im März 2010 war es. Diese CIA Red Cell ist eine Geheimorganisation, also eine Abteilung innerhalb des CIA, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man jetzt die öffentliche Meinung so steuern könnte, dass die US-außenpolitischen Interessen, dass die halt dem folgen, ja, dass die öffentliche Meinung damit einverstanden ist, dass es keine Proteste gibt und so weiter. Und die haben hier also Empfehlungen zur Steuerung der öffentlichen Meinung in Deutschland gemacht, wie sie dafür sorgen, also wie man dafür sorgt, dass die Öffentlichkeit in Deutschland den Krieg in Afghanistan befürwortet. Es hängt ja auch davon ab, die Deutschen schicken da Soldaten hin und so weiter, ja? Um solche Sachen geht's. Also die Kriegspropaganda überlässt man dort bei der CIA eben echten Experten. Und die sagen hier, dass Nachrichten, die dramatisieren, wie sehr eine Niederlage in Afghanistan Deutschlands Verletzlichkeit für Terror und Opium und Flüchtlinge erhöht, könnte dabei helfen, Skeptikern den Krieg schmackhafter zu machen, ja? Die allgemein vorherrschende Meinung entgegenwirken, dass Afghanistan nicht Deutschlands Problem ist. Also Informationskontrolle ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von Geheimdienstarbeit. Sie dürfen nicht glauben, dass es bei Geheimdienstarbeit nur darum geht, andere auszuspionieren, sondern Lenkung der öffentlichen Meinung. Erkennen Sie Ihre eigene Rolle darin? Denkst du immer noch, es gibt freien Journalismus? Aufwachen! Ein letzter Punkt zu Grundannahmen der freien Marktwirtschaft. Also auf der Grundlage der ersten beiden Punkte vollen Bewusstseins und voller Information, was nicht möglich ist, soll nun in der Annahme der freien Marktwirtschaft jeder Haushalt im Rahmen der gegebenen Mittel, also zum Beispiel des Einkommens, die Güterkombinationen wählen, die ihm den höchstmöglichen Nutzen stiftet. Alle sind Nutzenmaximierer, alle befriedigen ihre Bedürfnisse. Was ist denn, wenn ich selbstlos bin und mich für andere einsetze und nicht nur meine eigenen Bedürfnisse befriedigen möchte? Ganz davon abgesehen, dass die meisten Menschen ihre Bedürfnisse gar nicht kennen. So, es reicht jetzt erstmal mit der Aufklärungsarbeit. Weitere interessante Dokumentation zum Aufwachen könnt ihr hier sehen. Unbedingt anschauen, sie machen einen Rundumschlag.
na, na.